bin Luke Noah und wir sind heute in Grünefeld in Brandenburg und quatschen über meine neue EP Bleach, die wir hier aufgenommen und produziert haben. Ich wollte eigentlich im Kindesalter wollte ich immer Regisseur werden. Ich habe noch jetzt eine große Liebe für Film, aber es ist tatsächlich über diese Musikschule. Ich habe schon Gitarre gespielt ein bisschen, aber hat mir nicht so gefallen irgendwie. Und dann hat meine Mom hat gemeint, lass uns das einmal probieren. Lass uns da einmal hingehen, probier's einfach mal aus, mach mal. Und das habe ich gemacht und dann hat der Funke gezündet. Es ging dann recht schnell. Es wird Pop, Rock unterrichtet, alles worauf man Bock hat. Also man kann halt ankommen mit, ich finde U2 geil oder ich finde Metallica geil und du kannst das spielen, worauf du Bock hast. Wenn du Katy Perry im Radio hörst, dann spielst du Katy Perry. Also das verbunden mit der Möglichkeit, auf Bühnen zu stehen, Gigs zu spielen, mit anderen Schülern zu connecten, Bands zu gründen, das ist der perfekte Nährboden, um einen eigenen Traum zu entwickeln, einen eigenen Drive. Mumford & Sons war so der große Grundstein irgendwie für die Liebe und dann kam ganz, ganz viel danach. Das ist ja sehr gitarrenlastige Musik und dann bin ich auch in die Musikschule zu meinem Lehrer und habe gesagt, das finde ich geil und dann erarbeitet man das auch zusammen eigentlich und das ist ein ganz schöner Weg, den man da gehen kann. Ja, das war der Grundstein dafür auch, dass ich mich für die Sprache so interessiert habe. Es ist zweiteilig. Das eine ist so die Liebe zu der Musik, die dort entsteht und auch die Liebe zu der Kultur vor Ort und zu der Sprache selbst. Ich liebe einfach die Sprache und auch diesen gewissen Akzent und eben auch sich nicht zu beschränken. Der Ort ist mega besonders. Also wir sind ja in Grünefeld in Brandenburg. Es ist für mich besonders, weil ich komme aus dem Süden. Für mich ist schon alles im Norden unbekannt, größtenteils. Und ich kannte Berlin zu Teilen und dann sitzt man im Zug, fährt los. Und dann kommt Brandenburg, das man dann noch weniger kennt, noch fremder ist. Aber ganz wunderschön ist schon auch von den Wäldern her. Und alles ist aber trotzdem anders und deswegen so spannend. Und dann fährt man auf diesen Hof in diesem kleinen Niemandslanddorf, das total ruhig ist, wie du schon gesagt hast. Du kommst aus Berlin, so alles brummt, alles drückt und dann kommst du raus nach Grünefeld. Alles ist ruhig und du hast Platz und Zeit. Dazu so ein Überstudio. Es ist halt die perfekte Balance aus, du kannst perfekt arbeiten, du kannst dich einschließen, du kannst alles dicht machen. Und du kannst eine Tür aufmachen und du stehst im Grün. Ich glaube, jeden, den wir da hatten, der noch nie hier war, ich glaube, der erste Satz aus dem Auto raus war, es ist so schön, aus der Stadt rauszukommen. Also es war so der erste Satz und ich glaube dann der Satz nach der Session war so, ich fühle mich wie im Urlaub. Das ist eine sehr, sehr persönliche EP. Die ist auch eigentlich ohne Absicht chronologisch verlaufen. Also die Tracklist ist auch chronologisch, erzählt eigentlich eine zusammenhängende Geschichte mit Beginn und Ende. Ja, es ist sehr persönlich. Also Chilums ist ja der erste Track auf der EP und ich glaube, der Song beschreibt so ein bisschen diesen Nervenkitzel, den man verspürt, wenn man jemanden trifft. Und es beschreibt aber auch alles, was sein kann. Also alles, was diese Vorstellung, die man hat, was könnte sein. Und daraus diese Ergebenheit eigentlich, dass man denkt, egal was passiert, ich bin dabei. Aber auch ein bisschen die bedrohliche Seite, die passiert, also nicht alles, was passieren kann, muss zwingend gut sein. Und ich glaube, diese Twist, diese Gespaltensein zwischen diesen beiden Welten ist, glaube ich, der Grundsatz gewesen. Gonna lie, she makes it bittersweet. Trying to whitewash the silence with cheap talk. Ja, der Song springt ein bisschen raus. Weil als ich Alex zum ersten Mal getroffen habe und wir hier in diesem Space einen Song gemacht haben, der war noch ein bisschen abgekoppelt. Also das war so ein Einzelkind, das entstanden ist, aber eine ganz eigene Drive hatte, eine ganz eigene Bedeutung. Es ist auch der einzige Song, der mit ein bisschen Witz arbeitet, mit ein bisschen Ironie, der so ein bisschen die eigene Blindheit eigentlich so vorführt, dass man eigentlich weiß, so Red Flags,
Also eigentlich nicht cool. Und ich glaube, jeder hat schon mal erlebt, dass man trotzdem viel zu spät anfängt, das zu hinterfragen. Und eigentlich weiter marschiert, ohne es zu hinterfragen. Also im besten Fall ist es so, dass man Menschen trifft, mit Menschen zusammenarbeiten kann, was so ein Ping-Pong-Ding ist, wo man es nicht ganz abgibt, sondern so gemeinsam Ideen schmiedet. Und das hatte ich an beiden Fronten eigentlich. Also sowohl videotechnisch. Ich glaube, videotechnisch war meine eigene Vision klarer. Ich hatte zu Beginn für Rockastrada fürs erste Video schon ganz viel vor Augen, weil ich den Ort kannte. Ja, der Dreh war cool. Das war so eine Hauruck-Aktion in 4 Tagen, Vollgas gegeben, Live-Session noch gedreht. Und wir haben nicht in Rockastrada gedreht, sondern bei Sasso Fortino, und das ist gegenüber von Rockastrada. Und da war ich als Kind ganz oft im Urlaub und auch noch als Jugendlicher und auch noch zuletzt vor ein paar Jahren. Also was natürlich besonders war bei Rockastrada, was für mich klar war, ist so, dass einfach einmal das Finale war so, es muss einfach nur Musik passieren. Ich wollte einfach einmal in Indie-Rock-Brett, so ohne Wenn und Aber. Ganz viel ist da Alex zu verdanken, der einfach von Anfang an diesen britischen und kompromisslosen Sound halt genauso gefeiert hat wie ich, wo ich an der richtigen Adresse war und bin. Hier steht ein ganz schönes Upright Piano und daneben steht so ein Echo-Effekt. Und wir haben eigentlich Piano aufgenommen für Femme Fatale, für so vibey Zeug, das super wegfliegt. Und ich habe dann gejammt am Piano in so einer Pause und alle Mikros waren an und mein Gesang und das Piano lief durch das Echo. Und Alex hatte Kopfhörer an und sagt, oh, hast du noch einen Song? Und genau so war es. Und es war am Abend, es war schon Abend. Und dann habe ich gesagt, ich habe den Song, den wollten wir eigentlich immer auf der Gitarre machen. Ich habe 5 Takes gespielt, Alex saß hinter mir auf der Couch, Augen zu, Kopfhörer auf und One Take. Also 5 Takes, einer davon ist geworden. Es war schon Magic, was so schnell passiert ist alles und so einen ganz besonderen Sound hat, auch sehr mutig, wie ich finde. Also es war auch so, okay, wir schieben alles durch ein Echo. Aber es vibet und das war wichtig. In Bezug auf She Looms, glaube ich, ist es einfach das Gegenteil. Also bei She Looms ist alles offen. Was kann passieren, so Gutes, Schlechtes. Und Relief ist einfach, ich habe alles gesehen und jetzt schließe ich das Kapitel. She wouldn't feel it, the weight of my love, but even though it's what I hate, and there's nothing left to break, I see the good side, feel the relief in my heart. Ich bin Solokünstler, aber es ist immer Bandmucke, es soll immer Bandmusik sein, es soll immer live auch den Drive haben, den es auf der Platte hat, und das ist mir ganz wichtig. Also ich arbeite jetzt nach der EP an neuer Musik, die gerade Form annimmt, sehr gut sogar. Es ist absolut offen, also es ist dann eher eine Frage nach, was fühlt sich in dem Moment richtig an, was ist da, lohnt sich ein Debüt, das ist ja der große Schritt, Debütalbum natürlich, klar, und das ist auch beruhigend, dass ich das nicht heute entscheiden muss, aber klar, maybe, wäre auf jeden Fall schön.